Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es mal wieder um was ich eigentlich schon angedeutet habe letztes Mal, nämlich um das hier, wie wir diese Dinger berechnen können. Teilweise haben wir Werte gegeben, teilweise haben wir keine Werte gegeben und wir müssen irgendwie beides beachten, denn es kann ja auch einfach sein, dass wir zu wenig Datenpunkte haben und deswegen müssen wir die mal schätzen. Okay, wie machen wir das also? Das kriegen wir mit dieser Formel hin. Ich habe die schon mal vorbereitet für euch, nicht erschrecken. Die ist nicht so schlimm, wie sie aussieht. Wir wollen also die Wahrscheinlichkeit für das Attribut gegeben die Klasse VJ. Also wie wahrscheinlich ist es, dass grüne Punkte in der Klasse 2 drin liegen. Gut, das kriegen wir hin, indem wir hier in dieses NC einfach alles reinstopfen, was wir tatsächlich an Beispielen haben. Also die Anzahl von Objekten innerhalb der Klasse J, also in der Klasse 2 zählen wir die Punkte, die Attribut AI haben, also grüne Punkte in der Klasse 2. Wie viele sind hier drin? Das wäre NC plus M mal P, wobei P ist einfach 1 durch die Anzahl der Klassen, also die Wahrscheinlichkeit hier, das ist auch wieder eine Wahrscheinlichkeit, 1 durch die Anzahl der Klassen mal M und M ist jetzt wiederum die Anzahl an virtuellen Beispielen. Also wir nehmen einfach an, es gibt ein paar von diesen Dingern hier, zum Beispiel 2 oder 3, nehmen wir einfach mal an, es existieren ein paar, aber nicht 0, also entweder mindestens 1, ja? Sagen wir einfach mal, es gibt 1, wenn es auch ein Outlier ist, der eigentlich gar nicht zu unseren Daten passt, wir nehmen einfach an, dass es einen gibt und dann wird eben diese Wahrscheinlichkeit hier nicht 0, denn wir wollen nicht, dass die hier 0 wird, das wäre blöd für uns. Deswegen sagen wir, es gibt einen von diesen Datenpunkten. Das ist das Tolle dran. Okay, mal die Wahrscheinlichkeit für die Klasse, also sprich 1 durch alle Klassen. Das heißt, die Zahl hier, wenn wir hier 1 nehmen, ist sehr, sehr gering, aber immer noch ein bisschen größer als 0. Und dann teilen wir das Ganze nochmal durch die Anzahl an Beispielen, die wir kriegen. Und zwar alle Beispiele innerhalb der Klasse VJ. Also nicht NC, Achtung, das ist was anderes, sondern alle Beispiele in der Klasse 2 zum Beispiel, also nicht nur die grünen, sondern auch die pinken und die großen und die kleinen, okay? Plus die virtuellen Beispiele, die wir uns hier eben ausgesucht haben, zum Beispiel 1. Und dann kriegen wir hier eine relativ kleine Wahrscheinlichkeit, bisschen Änderung ist dabei, weil wir hier eben dieses M mal P noch reinpacken. Aber die Wahrscheinlichkeit wird niemals 0 sein, denn wir haben hier ja mindestens 1 gewählt, sprich ein ganz kleiner Wert ist noch dabei. Und das passt eigentlich ganz gut, denn wir kriegen so, wie gesagt, niemals 0 und wir können damit sehr, sehr viel anstellen. Zum Beispiel hier eben das ausrechnen, was wir letztes Video gemacht haben und dann können wir hier den Argmax ausrechnen. Okay, soviel zum Schätzen von den Wahrscheinlichkeiten, das war's für heute auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, jetzt könnt ihr den naiven Bias durchaus mal selber programmieren und habt Spaß dabei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.